Unter Aufklärung verstehe ich, dass ich dieser Frage schon skeptisch gegenüberstehe, weil sie behauptet, man könne das in wenigen Sätzen darlegen. Aufklärung ist ein Prozess und der kommt an kein Ende. Das scheint mir das Wichtige. Was Aufklärung meint, ist ein Prozess, sich ständig selbst zu überprüfen, aber dennoch sich auf Wichtiges wie Wahrheit, Freiheit, Gleichheit und auch Schönheit zu beziehen dabei, indem man sich ständig selbst überprüft und die Verhältnisse prüft. Steffen Martus, ein Germanist, der hier an der Humboldt-Universität lehrt, hat sein großes Buch über die deutsche Aufklärung Die Entdeckung der Unmündigkeit genannt. Und ich glaube, dass das sehr gut getroffen ist. Man sucht Verhältnisse, die zur Unmündigkeit führen, in denen Menschen unmündig sind. Man entdeckt gleichsam Unmündigkeit, um sie zu überwinden. Das ist dieser Prozess der Aufklärung. Aufklärung ist aber nicht, was heute oft gesagt wird, so ein Schmuckstück, das man sich irgendwo ranheften kann und dann kann man anderen stolz sagen, ich bin der Aufgeklärte und du bist das nicht. Aufklärung hat auch wenig mit irgendwelchen Werten zu tun, wie sie jetzt gerne beschworen werden, sondern Aufklärung besteht in der ständigen Überprüfung dieses Wertegeredes. So viel als kurze Antwort. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, müsste man schauen, zu verschiedenen Zeiten haben Menschen sehr verschieden darüber gedacht, was Aufklärung sei. Und bevor man die Frage beantworten kann, muss man danach schauen, was darüber gesagt worden ist. Man kann das nur historisch rekonstruieren, man kann im Grunde nicht definieren, was Aufklärung ist in einem kurzen Satz oder wenn man es täte in einem kurzen Satz, wäre der Satz belanglos oder leer. Man muss schauen, was haben Menschen zu verschiedenen Zeiten aus welchen Gründen unter Aufklärung verstanden. Im Moment wird das Wort sehr oft als Kampfbegriff in einem Kulturkampf benutzt. Das scheint mir, ist ein Missbrauch des Aufklärungsbegriffs. Winckelmann ist eine Portalfigur des 18. Jahrhunderts. Da beginnt für das Nachdenken über die bildenden Künste insgesamt etwas ganz Neues. Man kann das am ersten Satz seiner berühmten Geschichte der Kunst des Altertums gut sehen. Was Winckelmann dort verspricht, ist einerseits die Geschichte der Kunst zu erzählen und indem er andererseits die Geschichte der Kunst erzählt, auch ein Lehrgebäude zu geben. Das heißt, für ihn gibt es eine Vorstellung einer idealen Kunst, idealer Schönheit und er will dann zeigen, wie dieses Ideal im Lauf der Zeit erreicht worden ist und wie man sich dann wieder von dieser Idealschönheit, von diesem Gipfel der Kunstentwicklung entfernt hat. Das ist, um es ganz grob zu sagen, der Aufriss der Geschichte der Kunst des Altertums. In diesem Spannungsfeld, das damit entsteht, befinden wir uns bis heute. Ansonsten leben wir aber in einer Kunstwelt, die demonstrativ Winckelmann zurückweist und ihn immer mit Gipsklassizismus in Verbindung bringt. Das halte ich für großen Unsinn, das ist ein Klischee. Sie werden bei Winckelmann an den wichtigen Stellen so Begriffe wie Klassizismus oder Klassik überhaupt nicht finden. Ich glaube, sie fallen in seinem Werk, soweit ich mich erinnern kann, gar nicht. Das ist eine Weigerung, sich auf Winckelmanns Gedanken einzulassen, indem man ihn irgendwie als Pappkameraden in die Ecke stellt, auf den man dann kenntnislos einprügeln kann. Warum ist es so wichtig? Er setzt damit etwas in Bewegung, was man als Subjektivierung der Wahrnehmung und Betrachtung von Kunst und des Redens über Kunst bezeichnen könnte. Es wird
er glaubt noch an ein Idealschönes, aber weil das im Widerspruch zur Historisierung steht, kommen dann andere nach ihm, die sich auf ihn beziehen, die seine Gedanken aufnehmen und die dann das Idealschöne selber historisieren und sagen, es gibt für die griechische Antike ein anderes Idealschönes als für die italienische Renaissance oder als für uns, die wir um 1820 hier in Berlin leben. Also das, was wirklich vollendete Schönheit ist, unterscheidet sich historisch und entwickelt sich entsprechend. Es gibt genauso Wege in den Historismus von Winckelmann aus, die versuchen, so genau wie möglich zu beschreiben, was hat ein Kunstwerk befördert, was hat es hervorgebracht, welche Form hat es, und im Grunde davon ausgehen, dass alle Schönheit zu verschiedenen Zeiten gleichwertig ist, dass es da keine Hierarchie gibt. All das beginnt bei Winckelmann, was mir als einer meiner Hausgötter besonders wichtig ist, ist zum einen, er setzt ein Anschauungspostulat durch. Das heißt, man soll nicht von der Kunst reden, wenn man sie nicht gesehen hat. Ich glaube, das trifft nicht nur für Kunst zu. Man soll in möglichst enger Vertrautheit zu den Gegenständen, über die Gegenstände reden. Das Zweite ist, Winckelmann, indem er versucht zu erklären, wieso unter den Griechen die Kunst einen unwiederholbaren Höhepunkt erreicht hat, entwickelt so ein auch republikanisches Verständnis von Schönheit. In meinen Worten, Schönheit und Freiheit sind bei ihm Geschwister. Ich glaube, das wird auch zu oft vergessen. Die gehören zusammen. Da könnte man jetzt lange drüber reden, warum und welche Folgen das hatte, aber es scheint mir besonders wichtig. Und dann zwei Nebenaspekte, die nicht so theoretisch, kunstphilosophisch interessant sind. Einmal hat Winckelmann ein atemberaubendes Leben hingelegt. Ihm ist wirklich der Aufstieg aus unverschuldeter Unmündigkeit gelungen. Unter ärmsten Verhältnissen geboren, hat er sich selbst Griechisch beigebracht, hat Griechisch gelernt und so langsam erste Position erlangt, ist Bibliothekar gewesen und kommt dann nach Rom und wird einer der wichtigen Kunstbeamten in Rom. Und Rom ist damals das Zentrum der Kunst und Kultur in Europa. Er wird eine europäische Berühmtheit, bis er ganz bestialisch ermordet wird. Und das Zweite, Winckelmann schreibt ein Deutsch, wie es dies vorher im Schreiben über Kunst nicht gegeben hat. Das ist, wie andere sagen, eine körnichte Prosa. Da kommt es auf jedes Wort an, da gibt es Begeisterung, da gibt es Schwung. Das ist keine trockene Registratur mehr. Kunstgeschichte haben andere vorher auch getrieben. Aber das ist eher antiquarische Geschichte. Die haben dann aufgezählt, der hat dann und dann gelebt, für den und den dann und dann dieses und jenes Werk gemacht. Das ist aus seinem Leben bekannt, das sind die Schicksale des Werkes. Nein, Winckelmann versucht, diese Kunstwerke auch als Individuen sprachlich erlebbar zu machen. Und in diesem Umfeld oder im Zuge dieser Entwicklung stehen wir immer noch. Wir sind, wir mögen es wollen oder nicht, immer noch im Banner des Historismus, immer noch im Banner eines dann zunehmend auch geschichtsphilosophisch inspirierten Nachdenkens über Kunst. Nur, und das ist schon seit dem 19. Jahrhundert so, wenn man ganz ehrlich ist, glauben wir nicht mehr an eine heilbringende oder erlösende Wirkung von Kunst. Das müssten Sie Philosophen fragen. Es gibt natürlich noch an den Universitäten überall auf der Welt Menschen, die sich auf ernste und intelligente Weise mit Fragen der Ästhetik beschäftigen. Ich glaube,
diesen Menschen nicht so nahe zu treten, wenn ich sage, dass die Ästhetik nicht mehr die Rolle spielt, die sie Ende des 18. Jahrhunderts zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit einem Gipfel in Hegels Vorlesung über Ästhetik hier um die Ecke gehalten erreicht hatte. Was aber nach wie vor wichtig scheint und was man in den Diskussionen über Ästhetik um 1800 lernen kann, ist, Urteilskraft zu bilden und Urteilskraft zu schulen. Kant, auch er ein Winkelmann-Leser übrigens, Kant schreibt ja eine große Kritik der Urteilskraft. Mir ist daran nur wichtig, dass er Urteilskraft fasst, darin etwas Besonderes in Beziehung auf ein Allgemeines, unter einem Allgemeinen zu denken, aber es nicht zu subsumieren. Also man leitet nicht aus dem Allgemeinen etwas her oder man steigt da nicht begrifflich auf, sondern man versucht, das Besondere zu fassen. Das ist etwas, was man auf vielen Gebieten brauchen kann. Ich glaube, ein großes Problem unserer politischen Diskussion ist, dass es da sehr viel Meinung gibt, aber sehr wenig Urteilskraft. Urteilskraft, also für Hannah Arendt, die ja in Königsberg groß geworden ist Urteilskraft auch ein ganz zentraler Begriff, um zu erklären, wie sie sich eine republikanische Politik vorstellt. Sie merken schon, wir sind wirklich noch im Banne auch dieser Begriffe. Und das scheint mir wichtig, wenn man über Kunst und Ästhetik heute nachdenkt, dass man im Ästhetischen und im Nachdenken über das Ästhetische etwas über Urteilskraft erfährt, die man auch auf vielen anderen Gebieten braucht. Das heißt nicht, dass die Kunst irgendwelchen anderen Zwecken dienen soll. Wir haben es zur Genüge erlebt, dass sie ganz oft, wenn sie nicht mehr autonom ist, die Kunst, in Kitsch endet oder in Propaganda endet. Beides gibt es, aber scheint mir nicht so bedeutsam oder nur in seinen Wirkungen bedeutsam und wichtig. Ich würde gern mit einer kurzen Kritik der Frage beginnen, was, glaube ich, immer der Anfang von Aufklärung ist. Sich auf historische Formen zu beziehen, gehört zur Moderne dazu. Das hat es immer gegeben in der Moderne, in dem, was wir Moderne nennen. Das ist eine der Möglichkeiten moderner Kunst und moderner Architektur. Die beiden Beispiele, die Sie angeführt haben, die Rekonstruktion des Berliner Schlosses und die James-Simon-Galerie, beziehen sich auf verschiedene Vergangenheiten und tun das auf ganz unterschiedliche Weise. Ich halte beide Werke für weniger gute Architektur und würde im Sinne von Kant allen Menschen dieses Urteil gerne ansinnen. Das heißt, um ihre Zustimmung werben, indem ich dafür Gründe anführe. Das führt uns jetzt aber zu weit. Beim Stadtschloss würde ich nur sagen, muss man aufs Dach schauen. Da sieht man diese Kuppel, die da im 19. Jahrhundert als Symbol der Konterrevolution, muss man schon sagen, da oben errichtet worden ist. Und daneben sieht man einen Gastrowürfel in völlig belanglosen, lieblosen Formen. Weiter kann man architektonische Hemmungslosigkeit nicht treiben. Dann muss man mir aber nicht erklären, dass es darum geht, die Besonderheit historischer Formen zu achten und zu schätzen. Dafür bin ich sehr, aber nicht auf diese Weise. Während ich bei der James-Simon-Galerie das Problem habe, dass sie mir zu groß scheint, dass sie mir im Inneren nicht richtig ihrem Zweck entsprechend gebaut scheint und dass sie die Museumsbauten, die auf der Insel stehen, in den Hintergrund drängt. Sie ist mir eine zu starke Geste dafür, dass es im Grunde ein
eine Garderobe ist, mit so Veranstaltungssaal und Kassenhäuschen daneben. Aber gut, egal wie man das findet, es zeigt ein Problem. Wir haben, und auch da könnte man lange darüber reden, ja vielfach erlebt, dass in der Kunst, in der Architektur, auch in der Musik, in der Literatur immer wieder kleine Revolutionen ins Werk gesetzt und inszeniert worden sind. Er hat immer gesagt, das, was jetzt gewesen ist, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Wir fangen ganz neu an. Das ist gerade in der Architektur verhängnisvoll, scheint mir. Und man sieht in diesem Versuch, sich auf Vergangenheit und vergangene Formen zu beziehen, dass das Gefühl gibt, ja, wir müssen wieder an ein verbindliches Vokabular anknüpfen. Das gelingt nur zunehmend schlecht. Ich halte aber die Auseinandersetzung zwischen historisierenden Bauformen und zeitgenössischen Bauformen für wenig interessant. Das hat es immer gegeben. Es gibt da gute Beispiele wie schlechte Beispiele in beiden Beziehungen. Worüber man reden sollte, ist, warum wir es uns gefallen lassen, dass wir in vielem in einer so hässlichen, dysfunktionalen, gebauten Umwelt leben. Denn wir reden, wenn wir von historisierenden Formen und zeitgenössischen Formen und im Gegensatz reden, immer nur über Schmuckgebäude, also Museen, Bibliotheken, Staatsgebäude, ähnliches. Wir gehen aber einkaufen. Haben Sie mal geguckt, wie die Decken in den Supermärkten aussehen und der Rest? Warum müssen Bahnhöfe so menschenfeindlich gebaut werden, dass man sich da extrem unwohl fühlt? Warum sind unsere Parkhäuser so entsetzlich, dass man denkt, ja, hier fürchte ich mich, das ist wirklich nur hingestellt, damit es in 30 Jahren, wenn es genug Geld eingespielt hat, wieder abgerissen werden kann, was auch aus ästhetischen Gründen, aber auch aus ökologischen und vielen anderen Gründen ein Wahnsinn und verrückt ist. Darüber würde ich viel lieber reden, als über die Frage, ob da eine Säule oder ein Pfeiler dran ist oder nicht, oder eine Kuppel oben drauf. Es gibt aber offenkundig ein großes Bedürfnis vieler Menschen nach der Vertrautheit historischer Formen. Und ich würde, wenn ich Architekt wäre, ich bin es nicht sagen, das sind die Leute, die nicht verstanden haben, worum es geht. Ich bringe denen jetzt bei, was wirklich gute Architektur ist. Diese herablassende Geste und dieses Bedürfnis nach schönen Bildern, nach Vertrautheit zurückzuweisen, scheint mir meinem Verständnis von Aufklärung zu widersprechen. Denn zur Aufklärung gehört es auch immer, dass man versucht, die Menschen zu überzeugen, dass man versucht, sie zu gewinnen. Man hat sie historisch manchmal dann auch belehrt, sehr von oben herab. Das musste immer korrigiert werden, weil es nicht funktioniert hat. Der Titel Unser König war halb ironisch, halb provozierend gemeint. Das Buch ist ein Lesebuch, in dem viele verschiedene Stimmen versammelt sind, die sich über Friedrich geäußert haben. Es ist deren Friedrich, also der Friedrich der Leute, die im Buch vorkommen. Zum anderen hat es keine Zeit, zumindest in Deutschland, gegeben, in der sich nicht wesentliche intellektuelle, politisch einflussreiche mit Friedrich beschäftigt haben. Er ist in dem Sinne wirklich eine Orientierungsfigur
in der Diskussion in Deutschland über die eigene Geschichte, über das Verständnis von Politik, über das Verständnis von Aufklärung, über das Verständnis von Herrschaft. Auch deswegen rede ich da von unser. Und dann ist es wirklich interessant, dass es eine linke Friedrich-Rezeption gibt. Die gibt es vor der 48er Revolution. Da sind es im Grunde die Linken, die Friedrich hochhalten gegen in ihren Augen reaktionäre, restaurative, vermuffte Hohenzollernkönige. Den präsentieren sie einen zurechtgemachten Friedrich. Der entspricht natürlich nicht ganz der historischen Wahrheit, aber auch das ist eine Eigenschaft von Geschichte, dass sie immer als Argument benutzt wird und dann werden bestimmte Aspekte weggelassen und andere, die einem wichtig sind, die gut zum eigenen Argument passen, besonders hervorgehoben werden. Daran wollte ich auch erinnern, an diese linke Friedrich-Rezeption. Natürlich gibt es auch die rechte Friedrich-Rezeption, besonders verhängnisvoll im 20. Jahrhundert bis in die letzten Tage des Dritten Reiches hinein. Aber das heißt, glaube ich, nicht, dass man sich nicht mehr mit Friedrich beschäftigen soll, sondern man soll nur versuchen, die Geschichte möglichst komplex zu erklären. Was mir dann in dem Zusammenhang auch wichtig ist, Friedrich ist ein Sinnbild einer bestimmten Zeit. Und da entsteht hier in Berlin wirklich eine Aufklärungskultur, auch als eine Kultur von Geselligkeiten, ganz wichtig, als eine Kultur rings um Zeitschriften, die das Organ der Aufklärung sind, weil Zeitschriften periodisch erscheinen, man kann sie also immer wieder korrigieren und sein Wissen immer weiter ausbauen. Und es gibt eine berühmte Zeitschrift, die heißt Briefe, die neueste Literatur betreffend. Und die wird 1762, Friedrich führt gerade Krieg, den sogenannten Siebenjährigen Krieg, verboten, weil jemand den Autor Moses Mendelssohn bei einem hohen Beamten denunziert hat und sagt, Mendelssohn hätte was gegen Christen geschrieben. Daraufhin verteidigt sich Mendelssohn in einem Gespräch, man kann das nachlesen, es ist großartig, wie selbstbewusst und klar er das tut in einer Situation, in der er aus völlig unterlegener, machtloser Position spricht. Man kann auf der anderen Seite sehen, dass ihm sein Freund, der Verleger Friedrich Nicolai, hilft, dass der Beamte kennt, die Zensoren kennt und dass da so ein kleines Elitenetzwerk kooperiert, um eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Und das Verbot wird relativ schnell wieder aufgehoben. Das ist mir deswegen so eine wichtige Geschichte, weil das genauso zum friederichianischen Preußen gehört, wie der König und weil es zeigt, Aufklärung ist Streit, ist der Versuch, Machtpositionen herauszufordern, eigene Macht zu gewinnen und es ist immer auch, man muss es sich nur anschauen, Polemik. Schon Winkelmann war ein großer Polemiker, Lessing ist einer der größten Polemiker, den wir in Deutschland je hatten. Streit. Aufklärung heißt ständig streiten und da ging es, muss ich jetzt mal sagen, in Berlin des 18. Jahrhunderts wesentlich schärfer zu als heutzutage an den großen Bildungsanstalten dieses Landes. Der PEN Berlin hat, so wie ich ihn verstehe, zwei Aufgaben. Bedrohten, verfolgten Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu helfen und gegen Zensoren zu arbeiten, Öffentlichkeit gegen Zensoren und Verbote, gegen Einschränkungen der Meinungsfreiheit herzustellen. Man kann, wenn man will, in der Geschichte der gelehrten Gesellschaften Beispiele finden, dass die das auch hier und da getan haben. Aber das ist selten und das war nicht ihre Aufgabe. Insofern ist der PEN etwas Besonderes,
erst recht der Penn Berlin, aber wie mir scheint etwas Wichtiges. Das Hamburger Institut für Sozialforschung, an dem eine Zeitschrift der Mittelweg 36 erscheint, wo es ein Nachrichten- und Rezensionsportal Soziopolis gibt, dessen Redaktion ich leite, ist ein privat finanziertes Institut der Forschung, der sozialwissenschaftlichen Forschung. Das ist keine Gelehrtengesellschaft im Sinne des 18. Jahrhunderts. Und wenn ich an die historischen Institutionen der Aufklärung denke, würde ich auch nicht zuerst an die Gelehrtengesellschaften denken. Das waren fast ausschließlich Männer. Die waren oft abhängig von irgendeinem Landesfürsten oder einem Monarchen. Sie hatten wie im 18. Jahrhundert auch ein Großteil der Universitäten sehr konservative Züge, neigten zur Konventionalität. Was ich interessant finde, wenn man zurückschaut in die aufregende Zeit um 1800, wo ich Anregungen suchen würde, sie sind einmal die sogenannten Salons. Die sind hier in Deutschland ganz bescheidene Einrichtungen, nicht so große Gesellschaft wie in Paris, wo sich die ganze Welt trifft. Das geschieht hier bei Rahl in der berühmten Dachkammer und da gibt es Tee und ein bisschen was zu knabbern. Was aber interessant ist, diese Salons sind gleichsam exterritoriale Gebiete. Dort treffen sich nämlich Leute, die sich sonst nicht treffen würden. Menschen von Hofe, Offiziere, Adlige, Studenten, bürgerliche Gelehrte, Jüdinnen und Juden. Das sind damals sonst getrennte Welten. Und in diesem gleichsam exterritorialen Terrain hier in Berlin tauschen die sich miteinander aus, als würden die Unterschiede, die in der Welt draußen zwischen ihnen bestehen, keine Rolle spielen. Das ist eine Fiktion. Aber diese exterritorialen Gebiete und diese Fiktion, die braucht man. Und es würde jeder Institution, die heute sich der Aufklärung verpflichtet fühlt, gut tun, wenn sie sagt, ja, ich überlege mal, was kann ich tun, damit Unterschiede, die wir nicht so schnell aus der Welt schaffen können und die wir auch nicht leugnen sollen, in diesem Moment möglichst wenig ins Spiel kommen, eine möglichst geringe Rolle spielen und dass hier ein Freiraum ist, in dem vor allem der witzige Einfall, und witzig meint in diesem Sinne bisher nicht gesehene Beziehungen zwischen den Dingen zu entdecken, in dem also vor allem ein solcher Einfall eine Rolle spielt. Das imponiert uns mehr als Geld oder eine hohe Position. Das ist das eine, woran ich denken würde, und das andere sind dann so Künstlergeselligkeiten, die es gegeben hat, indem es auch so die Herausbildung einer Sonderwelt, eines besonderen Milieus gegeben hat, in dem man versucht hat, nach anderen Regeln miteinander zusammenzuleben. Das scheint mir im Moment ganz wichtig. Denn wenn Sie sich die Universitäten etwa anschauen, die großen Forschungseinrichtungen oder auch Forschungsinstitute, die machen eine gute und wichtige Arbeit. Aber als große Institutionen haben sie ihre ganz festen Regeln, dann haben sie ihre vorgesehenen Karrieremuster. Und dann passiert, was in Organisationen passiert, das geht gar nicht anders. Da gibt es Routinen, unausgesprochene Konventionen, auch nicht mehr hinterfragte, nicht mehr kritisierte Konventionen. Und es besteht dann immer die Gefahr ab einer gewissen Größe, dass die Selbsterhaltung der Institution wichtiger wird als der Zweck, für den sie gegründet worden ist. Darauf würde ich auch immer achten. Aber ich mache ja keine Wissenschaft, sondern ich versuche, das öffentliche Gespräch irgendwie anzuregen und mit Material zu versorgen. Und mir scheinen auch deswegen solche exterritorialen Gebiete, in denen man sich als Gleicher begegnet, mit unkonventionellen
Umgangsweisen besonders wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass die Öffentlichkeit im Moment in verschiedene ringsum nicht mehr hinterfragte platte Meinungen gebildete Kreise zerfällt. Zwar nehmen wir sehr viel mehr wahr, als wir früher wahrgenommen haben, aber es gibt dann doch sehr schnell so den Bekenntniszwang in der Öffentlichkeit. Bist du jetzt dafür oder bist du dafür? Nun wissen wir, man muss sich nur sein eigenes Leben anschauen oder seine persönlichen Freundschaften, dass es so einfach nie ist. Dass es immer mehrere Seiten gibt, die zu bedenken sind und vor allem, dass sich verschiedene Absichten, die man hat, einander widersprechen können. Dass man sagen kann, ich will schon, dass diese oder jene Partei gewinnt, aber ich halte alles, was sie tut, um zu gewinnen, für komplett falsch oder so. Und diesen Gedanken könnte man dann weiterentwickeln. Das scheint mir im Moment sehr schwer, weil es, und das ist der zweite Punkt, eine ungeheure Erregungs- und Empörungsbereitschaft gibt. Nun funktionieren Medien einfach so. Die sprechen Affekte an, weil sie Aufmerksamkeit wollen, und Aufmerksamkeit bekommt man nicht, wenn man sagt, naja, da ist nichts Neues, sondern man muss ständig Neuigkeit behaupten. Aber es ist auf die Dauer nicht gut, immer erregt, immer empört zu sein, so wie man in der Architektur Proportionen braucht. Braucht man, glaube ich, auch in der Diskussion und beim Äußern der eigenen Meinung Proportionen. Und muss sagen, also das ist vielleicht kein Problem, für das man sofort durch die Decke gehen muss. Das ist eine große und schwere Frage. Es gibt eine Gegenfigur zum Public Intellectual, aber auch zum Aufklärer. Und das ist der Experte. Der Experte ist jemand mit einem ganz begrenzten, aber ungeheuer detaillierten Wissen über ein Gebiet. Ich bewundere solche Leute. Die muss es geben. Das ist großartig, wenn jemand sich im Mittellateinischen, in der Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts oder in Fragen der Banken, der Unternehmensführung so gut auskennt, dass er anderen etwas beibringen und erzählen kann. Nur das ist nicht das, was Öffentlichkeit ausmacht, glaube ich. Und deswegen gibt es andere Figuren, ich würde die nicht Intellektuelle nennen. Ich glaube, das ist ein Begriff, der nur noch zur Beschreibung vergangener Zeiten taugt. Es ist eine andere Sprecherrolle als die des Experten, die man einnehmen sollte. Und die setzt voraus, dass man sagt, ich habe mir schon Wissen angeeignet, ich habe versucht, mir Expertise zu verschaffen. Ich will aber diese Expertise mit Menschen diskutieren, die sie nicht haben oder die nur einen Teil davon haben oder die sehr viel davon haben. Ich will sie ins Gespräch bringen. Das ist, Experten wollen belehren und sehr viele von ihnen haben ja auch das Selbstbewusstsein, dass die Welt sich am besten nach ihren Empfehlungen richten sollte. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, ein Gespräch in Gang zu bringen, damit man sich über das verständigen kann, was man für das Richtige und Wichtige hält. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass es in der Öffentlichkeit da in erster Linie darum geht, immer große Pläne zur Weltrettung zu schmieden. Worum es geht, ist zum Beispiel, wenn wir ein Problem haben, wie den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine oder die Terrorattacke der Hamas auf Israel, dann entwickeln sich in den ersten Wochen so Diskursroutinen. Dann wird das Gespräch in eine bestimmte Bahn geleitet und
auf dieser Bahn bleibt es dann sehr lange. Und dann finde ich, sollte man an einem bestimmten Punkt ein Gespräch darüber beginnen. Verstehen wir diesen Konflikt richtig? Ist es so, dass es sich dabei nur um eine Auseinandersetzung zwischen Hamas und Israel handelt? Und Auseinandersetzung ist sehr euphemistisch gesprochen. Oder ist das nicht ein Konflikt, den wir anders und viel größer begreifen und diskutieren müssen, weil wir bestimmten Erzählungen zu lange gefolgt sind? Also müssen wir nicht über die Interessen aller benachbarten Mächte in der Region reden, wenn wir diesen Konflikt verstehen wollen. So viel zu diesem Konflikt, um den soll es nicht gehen. Das ist nur ein Beispiel, um zu sagen, wie man etwas anders diskutieren soll. Und das scheint mir wichtig und das ist die Rolle, die mir in der Öffentlichkeit wichtig scheint, zu sagen, man versucht an bestimmten Punkten die Diskussion zu verschieben. Das kann auch furchtbar schief gehen. Um ein harmloses Beispiel zu bringen, ich habe eine Zeit lang mich mit der Diskussion über Ostdeutschland intensiv beschäftigt und habe gedacht, nee, so wie das diskutiert wird, entspricht es nicht dem, was ich für vernünftig halte und es entspricht nicht dem, wie ich die Wirklichkeit wahrnehme. Es entspricht überhaupt keiner Wirklichkeit. Das ist die Fortsetzung von Selbstgesprächen aus der Zeit des Kalten Krieges, was da stattfindet. Nun habe ich versucht, das zu verschieben, es ist komplett misslungen. Das habe ich offenkundig nicht wirksam genug, nicht intelligent genug erklären können. Auch damit muss man leben können. Ansonsten finde ich, wer sich selber Intellektueller nennt, bei aller Distanz zu dem Begriff, der tut gar nicht so schlecht im Moment, möglichst oft auch zu schweigen und nicht zu reden. Weil im Moment senden ständig alle Nachrichten, Meldungen, vor allem aber Meinung aus. Da kann man auch mal sagen, nein, da verstehe ich nichts und ich enthalte mich eines Urteils, weil ich nichts davon verstehe. Ich glaube, diese Enthaltsamkeit im Urteil bekommt der öffentlichen Diskussion auch gut.